So sicher wie jedes Jahr der Winter kommt, so sicher plagt uns auch der Feinstaub. Dass die Grenzwerte fast täglich überschritten werden, das ist Alltag und die Ursachen sind ja auch bekannt. Es ist der motorisierte Verkehr und Holzfeuerungen, also Schmine oder Schwedenöfen zum Beispiel. Neue Messtechniken zeigen jetzt aber, aus unseren privaten Chemie, da raucht noch viel mehr Feinstaub als angenommen. Ein bedeckter Wintertag im Mittelland, überall rauchende Kamine. Für die Luftschadstoffspezialisten vom Paul-Scherrer-Institut ein idealer Einsatztag. Die Feinstaubkonzentration in der Atemluft ist an solchen Tagen nämlich besonders hoch. Und ein Großteil davon kommt nicht vom Verkehr, sondern von den Holzfeuerungen. Davon ist Urs Baltensberger überzeugt. Wir sehen hier jetzt während der Fahrt, wie sich die verschiedenen Komponenten vom Feinstaub ändern. Grün, das ist der organische Anteil vom Feinstaub und ein grosser Teil von dem kommt aus den Holzfeuerungen. Mit dem mobilen Labor haben die Atmosphärenforscher während 3 Jahren Luftproben gesammelt. Im Sekundentakt zeichnet das Spektrometer die Zusammensetzung des Feinstaubs, die Partikelgrößen und die Masse auf. Die Daten sind mit den geografischen Koordinaten der Luftprobe gekoppelt. Am meisten Feinstaub hat es während der sogenannten Inversionslage. Dann herrscht Hochdruck, es ist kalt und windstill. Der Smog, wie hier über Zürich, sitzt dann wie unter einer Glocke fest und wird nicht fortgeblasen. Neuer Feinstaub kommt hinzu, die Werte steigen. Im Winter wird der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter oft überschritten, auch auf dem Land, trotz weniger Verkehr. Wenn wir hier anschauen, dann sehen wir eigentlich sehr wenig Unterschied zwischen Stadt und Land, abgesehen von einzelnen Peaks da. Und das ist eigentlich schon erstaunlich und deutet darauf hin, dass die Verkehrsquellen nicht der Hauptursachenfaktor sind für die Konzentrationen, die wir haben. Deshalb nahmen die Atmosphärenforscher die Holzfeuerungen ins Visier. In der Smogkammer in Villingen können sie jede Wetterlage und die entsprechende Feinstaubkonzentration reproduzieren. Die Versuche zeigen, dass sich der Feinstaub aus Holzfeuer nach dem Ausstoß viel stärker vermehrt als bisher weltweit angenommen. In dieser Smogkammer produzieren die Forscher eine Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das entspricht dem Grenzwert in der Schweiz. Dann stellen sie die Zufuhr des Feinstaubs ab. 5 Stunden später können sie belegen, dass die Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm um ein Vielfaches zugenommen hat, ohne dass neue Feinstaubpartikel aus der Holzfeuerung in die Smogkammer gelangt wären. Wir haben hier am Anfang 50 Mikrogramm pro Kubikmeter aus der Holzfeuerung und dann 5 Stunden später haben wir hier 150 Mikrogramm pro Kubikmeter, also 3-mal mehr. Für diese Zunahme ist eine chemische Reaktion des Feinstaubs in der Luft verantwortlich. Das sind jetzt einzelne Rußteile, die hier rauskommen, aber andererseits kommen auch noch gasförmige Moleküle raus. Und die gasförmigen Moleküle, die können sich jetzt umwandeln in der Luft. Nämlich beispielsweise mit Ozon und anderen Stoffen, die einweg schon in der Luft sind. Die wandeln sich um in oxidierte Moleküle. Wir haben also einerseits hier die schwarzen Rußteile, ich mache es jetzt hier nochmal gross, und andererseits die oxidierten Moleküle. Die lagern sich jetzt hier auf diesen Rußteilen ab, sorgen dafür, dass die Masse von diesen Rußteilen deutlich grösser wird. Und durch das haben wir schlussendlich viel mehr Feinstaub aus den Holzfeuerungen, als wir bisher gemeint haben. Dieser Prozess ist bei Verkehrsabgasen viel schwächer, weil es mehr chemische Reaktionsschritte dafür braucht. Weltweit arbeiten mehrere Teams an der Thematik. Dass der Effekt so stark ist, konnte erst jetzt lückenlos am PSI nachgewiesen werden. Uns hat das auch wahnsinnig erstaunt. Wir haben das eigentlich erst herausgefunden, nachdem wir die coolen Messinstrumente hatten, die wir erst seit ein paar wenigen Jahren haben. Und erst seitdem hat es auch andere Leute auf der Welt, die ähnliche Sachen gesehen haben. Also es ist nicht nur in der Schweiz der Fall, auch an anderen Orten in den USA beispielsweise haben wir so Sachen gesehen. In den kommenden Monaten werden Prevo und Baltensberger die Emissionswerte für Feinstaub aus Holzfeuerungen neu berechnen und an internationalen Fachtagungen präsentieren.
Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass ungefähr 10% in der Schweiz aus den Holzfeuerungen stammen im Winter. Aber jetzt haben wir können zeigen, dass es 20 bis 25% ist. Und das sind Partikel, die sehr gesundheitsschädigend sind. Im Winter stammt 1/4 des Feinstaubs in der Atemluft also aus Holzfeuerungen. Ein weiteres Viertel kommt aus dem Verkehr. Verkehr und Holz verursachen also identische Feinstaubbelastungen. Im Kanton Tessin gilt auch diesen Winter wegen Feinstaub Tempo 80 auf den Autobahnen. Im Schmine vom Grotto wird aber für ein Risotto natürlich noch gäng mit Holz geführt.